Heute zeige ich euch, wie man so ein abstraktes Bild auf Leinwand malt. Wir brauchen dazu verschiedene Fremdmaterialien und Acrylfarbe und eine Leinwand, hier in diesem Falle 70 mal 50. An Material braucht ihr Farben nach eurer Wahl. Dispersionsfarbe Sand, dann habe ich hier gearbeitet mit Facettenlack, mit Marmormehl und mit Strukturpaste, und ihr braucht so eine Palettendose. Da befindet sich unten ein feuchtes Zewa und obendrauf so ein Transparentblatt. Diese Dose hat den Vorteil, dass eure Farbe da drin immer schön feucht bleibt. Als Motiv habe ich mir einen alten Schuppen ausgesucht und davon ein Foto gemacht. Und aus diesem Foto habe ich mir einen Ausschnitt ausgesucht. Und zwar habe ich den Ausschnitt im goldenen Schnitt angelegt. Der goldene Schnitt, das sind Proportionen, die als besonders ansprechend und harmonisch empfunden werden. Da kann man sich nach orientieren nach dem goldenen Schnitt, ist aber nicht zwingend notwendig. Ich arbeite öfters mit solchen Ausschnitten, die ich dann zum Teil auch noch farblich verändere. Das heißt aber nicht, dass das Bild nachher genauso wird wie jetzt der Ausschnitt. Das ist nur eine kleine Hilfe, dass man so ein bisschen die Angst vor der weißen Leinwand verliert. Die Vorzeichnung mache ich mit einem Kohlestift. Ich fange hier an mit dem Sand. Dazu habe ich die Dispersionsfarbe auf einen Pappteller getan und streue da jetzt Sand hinein. Und mit so einem alten, verhunzten Pinsel wird jetzt der Sand aufgetragen. Je nachdem, in welche Richtung ihr den Pinsel bewegt, entstehen unterschiedliche Strukturen. Das ist völlig egal, wie ihr das macht. Ihr könnt den dick, ihr könnt den dünn auftragen. Das spielt keine Rolle. Hauptsache, es passiert einiges auf der Leinwand. Für den linken Bereich, oben und unten, verwende ich jetzt leicht Strukturpaste. Es gibt den Begriff auch als Modellierpaste, und dazu brauche ich so einen Spachtel. Und auch hier ist es egal, ob ihr das rauf und runter, hin und her, ob ihr tupft, ob ihr kratzt. Das ist ganz euch überlassen. Hier oben rechts in der Ecke, das ist Marmormehl. Das ist schon angerührt. Das hatte ich noch von dem Bild übrig, was ich zuletzt gemacht habe. Das gibt wieder eine andere Struktur als diese Modellierpaste. Marmormehl wird mit einem Drittel Acrylbinder und 2/3 Marmormehl angerührt. Hier seht ihr jetzt mal die Unterschiede. Das ist das Marmormehl, so reißt das.
Hier, das ist der Facettenlack. Da habe ich jetzt leider keine Aufnahme von, wo ich den aufgetragen habe. Den habe ich im mittleren Bereich aufgetragen. Und das ist jetzt die Dispersionsfarbe mit dem Sand. Nachdem das ein Tag getrocknet ist, wird jetzt erstmal die untere Fläche sehr feucht gemacht und mit einem nassen Pinsel mit viel Wasser wird jetzt die Farbe aufgetragen. Wie gesagt, bei mir ist es immer sehr kräftig. Die Farbwahl ist völlig euch überlassen. Hier bringe ich jetzt auch schon die Dunkelheit mit rein. Das ist also schwarz. Man kann auch Indigo nehmen oder ein dunkles Braun, je nachdem, wie ihr euch für welche Farben ihr euch entschieden habt. Hier, das ist jetzt der Bereich, wo ich den Facettenlack aufgetragen habe und ich möchte, dass die Rillen dunkel nachher sind. Deshalb wird das erstmal dunkel eingefärbt. Später gehe ich da mit einer hellen Farbe drüber. Hier seht ihr jetzt nochmal vom Nahen. Das war der Facettenlack. Das ist das Marmormehl. Ja, da passiert also schon einiges auf der Leinwand. Hier, das ist eine Stelle, die finde ich besonders schön. Da werde ich auch nicht mehr viel dran machen. Das ist wieder der Facettenlack. So, die erste Schicht haben wir ja sehr flüssig gemacht. Jetzt kümmere ich mich erstmal um die Stelle mit dem Facettenlack. Ich habe jetzt einen Pinsel, wo wenig Farbe dran ist. Der ist sehr trocken. Und ich wusel jetzt über diesen Lack drüber, so dass ich quasi nur ja, die obere Schicht bemale und die Rillen immer noch dunkel bleiben. Man sieht also sehr schön, wie die Struktur jetzt sichtbar wird. Und das ist ja auch das, was wir wollen. Wir wollen ja keine toten Flächen malen, sondern es soll ja was passieren in den einzelnen Flächen. Wichtig ist auch, dass ihr darauf achtet, dass die Schicht, die ihr zuerst gemalt habt, immer noch ein bisschen durchschimmert. Sonst ergeben das tote Flächen und das wollen wir nicht haben, dann lebt das Bild nicht. Die Ausnahme wäre nur, wenn ihr euch jetzt richtig grob vermalt habt oder grob was ändern wollt, dass ihr das nochmal in einer ganz anderen Farbe anlegen wollt, dann könnt ihr das erstmal weiß grundieren und nochmal von vorne anfangen. Unter das Ganze gebe ich jetzt nochmal was Dunkelheit. Jetzt ist der Pinsel nicht ganz so trocken, der ist ein bisschen feuchter, aber auch hier versuche ich wieder, die Untermalung ja, durchscheinen zu lassen. Das ist jetzt auch wieder die Stelle oberhalb von dem Facettenlack. Ich habe mir die Leinwand immer so gedreht, dass ich da halt an diese einzelnen Flächen gut drankomme. Das ist jetzt vielleicht für euch etwas verwirrend, wenn ihr das seht.
Und da gebe ich jetzt noch mal ja, Weiß drauf, um das halt einfach jetzt die einzelnen Fläschchen noch mal voneinander zu unterscheiden. Damit die Flächen sich jetzt noch ein bisschen mehr voneinander unterscheiden, wird die Fläche, die ich jetzt eben aufgehellt habe, ja, mit einer Farbe belegt, in dem Fall jetzt halt einem Grünton. Das ist jetzt wieder ganz lasierend, sodass die Strukturen, die ich vorher gemalt habe, dass die nicht vollkommen verschwinden. Weiter geht's jetzt wieder mit einem trockenen Pinsel. Jetzt wird diese Fläche hier bearbeitet. Da hole ich jetzt auch wieder die Linien raus, indem ich mit dem trockenen Pinsel da hin und her wusel. Das ist jetzt wieder eine Lasur. Also eine Lasur bedeutet Farbe mit viel Wasser, sodass die Untermalung durchscheint. Das ist jetzt wieder ein bisschen deckender. Ich lasse mich dann auch sehr von meinem Bauch leiten oder schaue mir Linien oder Strukturen im Bild an, die ich dann abschwäche oder nochmal hervorhebe. Das ist vieles aber halt ein Bauchgefühl. Ich würde auch sagen, das ist ein bisschen Talentsache. Es gibt Leute, die können das sehr gut und es gibt Leute, die tun sich da sehr schwer mit. Hier, das ist jetzt wieder etwas deckender, um die Linien rauszuholen. Das bekommt aber alles nachher nochmal eine Farbe. Wieder einen Schatten unten legen. Wieder mit mehr Wasser jetzt. Ja, und das ist jetzt die zweite Schicht. So sieht das dann aus. Jetzt wird wieder der untere Teil vom Bild bearbeitet mit der nächsten Schicht und immer dran denken, dass der Untergrund ein bisschen durchschimmern soll. Das ist jetzt sehr lasierend auf der linken Seite, sodass das Blau immer noch durchschimmert. Die Linie gefällt mir dann nicht, wo sie ist. Das versetze ich jetzt ein bisschen nach rechts. Und die zwei Linien auf der rechten Seite, das war mir zu viel. Die werden jetzt wieder in die ganze Fläche eingearbeitet, indem ich da mit Weiß nochmal drüber gehe.
Jetzt hole ich den Rahmen noch mal raus, oben von dem sogenannten Fenster. Es wird erstmal weiß unterlegt wieder und dann bekommt der Rahmen auch noch denselben Ton wie der Rest. Mit viel Wasser, wenig Farbe und mit einem kleinen Pinsel noch mal einen kleinen Schatten geben. Daneben die Fläche wird auch noch mal lasierend mit Grün bearbeitet und bekommt auch noch mal einen Schatten. Und wichtig ist, dass dieser Schatten immer wieder verzogen wird, damit es keine Linie gibt. So sieht das jetzt aus nach der nächsten Schicht. Das ist jetzt die dritte Schicht. So, da oben in der Ecke, das hat mir so nicht gefallen, deshalb ziehe ich da jetzt noch mal Linien ein und schaue mir das dann erstmal von weitem an, ob das so vielleicht besser aussieht als vorher. Und anschließend kommt da noch mal eine Schicht Strukturpaste drauf. Dazu klebe ich die Fläche jetzt erstmal mit Kreppband ab. Mit Strukturpaste und einem Spachtel wird die Fläche jetzt wieder bearbeitet. Im noch feuchten Zustand wird das Kreppband wieder abgezogen. Ich habe jetzt im unteren Bereich eine schräge grüne Fläche angelegt, die ich aber jetzt wieder wegmache, weil die mir zu dominant war. Oben die Strukturpaste habe ich mit Lasurorange eingefärbt. Am unteren Rand wird diese grüne Fläche jetzt noch begradigt. Und der obere Teil, wo ich eben die Strukturpaste nochmal nachgelegt habe, der wird jetzt in einem kräftigen Orange eingefärbt. Ziemlich lasierend, sodass das, was drunter war, wieder durchscheint. Bekommt man keine langweiligen Flächen. Und dann lege ich da noch Schatten an, sodass das wie kleine Rechtecke aussieht, sodass es aussieht, als wäre es so ein bisschen dreidimensional. So, das ist jetzt Acrylbindemittel. Damit bearbeite ich jetzt diese orange Fläche. Da kann man ganz nette Effekte mit erzielen, das zeige ich euch dann nachher später. Dieses Bindemittel wird aufgetragen in 2 Schichten und zwischendurch trocknen lassen. Und bevor man das weiter verarbeitet, muss das ganz trocken sein. Jetzt habe ich ein dunkles Braun genommen. Das kommt jetzt über diesen Acrylbinder. Die Farbe muss ziemlich flüssig sein, sonst funktioniert das Ganze nicht. Mache ich jetzt auch noch mal nasser. Und dann habe ich Ethanol. Und dieses Ethanol spritze ich jetzt auf diese Fläche
Und das Ethanol verdrängt quasi wieder die Farbe, die ich gerade aufgetragen habe. Und das gibt dann schon mal ganz nette Effekte. Und das wird dann trocknen gelassen und dann schaue ich mir an, ob das okay ist oder ob ich da noch mal dran muss. Das ist jetzt noch im feuchten Zustand. Und nach dem Trocknen hat es mir also sehr gut gefallen und ich werde da also auch nichts mehr dran ändern. Und das Bild ist jetzt fertig und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich freue mich über einen Daumen nach oben.